Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kanada Truck nach Philipp. Danke fürs Einschalten. So, ich fange da an, wo ich gestern aufgehört habe. Es ist Donnerstagmorgen, 6:30, 6:30, 6:30, irgendwie so. So, die Nacht war sehr warm, aber eine Standklima. Haha. Gestern habe ich noch 1,5 Stunden auf die Dusche gewartet insgesamt. Und jetzt fahre ich nach Montreal. Heute ist Donnerstag. Gibt es heute Geld? Ich glaube, ich kriege heute Lohn. Gibt es heute Lohn oder war das letzte Woche? Oder nächste Woche? Weiß ich gar nicht. Weiß ich nicht. Kann sein. So. Ich war gerade drin, habe mich frisch gemacht. Sieht wieder unwiderstehlich aus. So. Diese Firma mit den orangen Trucks, schwarzen Trucks und grauen Trucks sind hier sehr dominant. Die stehen hier immer Bobtail, also mit der Zugmaschine. Ich glaube, das ist hier so. Ich meine, hier ist ein großes Walmart-Lager und ich denke, dass die auf Trailer warten, dass wir da rüberfahren. Also die sind hier immer dominant. Die sind hier immer mit mindestens 5 Trucks stehen die hier. Und dann fahren die zu Walmart, also die fahren für Walmart. Ich habe das schon mal gesehen. Warum sage ich das eigentlich? Egal. So, wenn alles gut läuft, bin ich morgen zu Hause. Und dann gibt es ein Problem mit meinem Truck. Ich habe ein Problem mit meinem Truck. Als ich Montag rausgefahren bin, habe ich eine Abfahrtskontrolle gemacht. Habe gesehen, dass da Kühlwasser fehlt. Und wir haben ja Kühlwasser dabei. Habe ich das aufgefüllt. Und gestern zeigte er an, er geht jetzt aus. Also ich war auf dem Highway. Und dann sagte er geht jetzt aus, wegen Sicherheit in 59 Sekunden. Ich denke so, hä? Scheiße. Und dann bin ich dann irgendwann, also er ging dann aus, aber es ging so leicht bergab. Ich konnte nirgendwo anhalten, weil da kein Seitenstreifen war. Und dann bin ich dann in so eine Bucht rein, die Motorhaube aufgemacht, da fehlte wieder Wasser. Da habe ich 4 Liter nachgefüllt, das ist nicht normal. Und drunter liegt, glaube ich, nichts. Das ist von der Kühlmaschine Wasser drunter. Egal, ich werde das beobachten und weiß nicht, was er hat. Ich werde gleich mal bei der Werkstatt anrufen und denen das erzählen. Aber hier ist es laut und ich werde jetzt aufhören. Talk, teilen, abonnieren, liken, kommentieren. Facebook, Kanada Trucker Philipp. Da steht schon wieder einer. Und ja, viel Spaß dabei beim Video, ne? Viel Spaß beim Zuschauen. Und ich würde sagen, ich nehme euch jetzt mit nach Montreal. Und später werde ich natürlich ein bisschen reden, das habe ich ja gesagt im letzten Video, weil ich nicht so viel Material zusammenkriege. Und manche hören mir ja auch ganz gerne zu, haben sie mir gesagt. Warum winkt der? Kommt der näher? Hi. Wir sagen auch Hallo. Das fand ich den Seafood von uns. Egal, bis später. At the end of the road, turn left. Turn left, then turn right.
So, es ist Freitagmittag. Warte mal. Ich komme gerade aus der Dusche. Hier tanke ich eigentlich nicht. Also hier habe ich das erste Mal jetzt getankt. Ich bin kurz hinter Montreal. Ich bin auf dem Weg nach Hause. Ich habe heute gestern... es war wieder kompliziert. So, gestern habe ich ja meine Früchte angeliefert. Ich war zu spät, weil es gar nicht anders ging. Aber okay. Ich war dann da und dann habe ich 7 Stunden gebraucht, um ausgeladen zu werden. Also windig hier. Und dann hatte ich dann den nächsten Job gekriegt, dass ich 2 Aufladestellen hatte. Und heute ist ja Freitag, eigentlich wollte ich ja zu Hause sein, aber wichtige Ladung. Mein Truck ertrinkt. Und dann habe ich ja 7 Stunden, es lief ja irgendwann meine Schichtzeit aus und dann bin ich dann von da aus noch zu einem Kunden gefahren. Da habe ich dann geladen und wie gesagt, dann da auch gestanden. Das war eine ganz tolle Sache. Der Rangierer, also ich hatte Stress, weil meine Schichtzeit auslief und die haben sich so Zeit gelassen. Und dann bin ich dann raus zum Truck, also ich war im Büro, habe nochmal nachgefragt, wann sie fertig werden. Dann bin ich raus und dann war da so ein Rangierer, Shanta, der fragte, hey, what's up, was los, ne? So. Und dann habe ich ihm das erklärt und der war so empathisch, so feinfühlig und ich mag feinfühlige, empathische Menschen, die auch mal an andere Menschen denken und nicht nur an sich. So, und auch mal Sachen fühlen, ne? Können heutzutage nicht sehr viele Menschen. So, und dann sagte er dann, was los? Und dann habe ich ihm das erklärt und dann sagte er so, ja, okay, warte mal. Dann ist er weggefahren, nach 5 Minuten ist er wiedergekommen und sagte dann, du kannst hier, wir machen um 10 Uhr zu. Also ich durfte nicht bei denen auf dem Hof schlafen, das war das Problem. Und dann bin ich dann, nachdem ich geladen bin, bin ich rausgefahren und auf der Auffahrt, das war also die Auffahrt bis zur Straße, war so 300-400 Meter lang, vielleicht auch 500 Meter. Und dann bin ich da angehalten und dann durfte ich da quasi auf der Auffahrt stehen bleiben. Also hat der Rangierer, ich will immer Shanta sagen, hat der Rangierer quasi dem tat ich einfach leid. Und dann hat er gesagt, ey, der Junge, wenn der jetzt losfährt, dann kriegt er eine Strafe, weil der über seine Schichtzeit geht. Weil wir hier rumtrödeln und vorher hat er schon so lange gewartet, jetzt müssen wir was tun. Und das fand ich sehr gut. Ja, dann bin ich heute Morgen da weggefahren zur nächsten Aufladestelle. Da habe ich noch 5 oder 6 Paletten geholt. Jetzt habe ich hier getankt und geduscht und jetzt fahre ich direkt zur Insel. Die Ladung geht direkt zur Insel. Sind jetzt noch 1150 Kilometer. Ich wollte heute erst Stress machen und sagen, da musst du unbedingt schaffen, aber ich habe jetzt gesagt, nein, machst du keinen Stress. Ich werde heute Abend wahrscheinlich bis nach Moncton fahren, also jetzt nach Moncton. Werde unterwegs anhalten und tanken, weil wir hier nur 230 Liter tanken durften. Und dann werde ich dann nach Moncton fahren und morgen früh mal schauen, schön frühstücken gehen oder ich fahre zur Insel. Also ich fahre morgen nach Hause. Dann ist es eine sehr wertvolle Ladung, das heißt, ich muss die Ladung oder den Trailer mit meinem Truck zusammen bei uns ins Yard abstellen. Wir haben so einen Sicherheitshof, so ein Security Yard. Da muss ich den hinstellen und mein Truck muss vor dem Trailer stehen, damit den keiner klaut. Da sind auch Kameras und so. Und ja. Aber ich habe gerade frisch geduscht und mir geht's richtig gut. Kriege ich faltige Hände? Ja, Philipp, du bist älter. Nein. So. Mache ich jetzt Mittag oder fahre ich weiter? Ich weiß es nicht. Ich würde sagen,
Es ist Samstag. Samstagmorgen 8:30. Ich komme gerade aus dem Bad. Der Typ, der da im Auto sitzt, der hat gepupt, als er gepinkelt hat. So, wie gesagt, ich komme gerade aus dem Bad. Ich bin hier in Woodstock mal wieder. Auf dem Weg nach Hause, noch 432 Kilometer noch. Dann ist Wochenende und dann habe ich 4 Tage frei. Das heißt, erstmal gibt es kein Donnerstagsvideo, also nächste Woche Donnerstag. Und das zweite ist es, so, zweiter Anlauf. Eben ist die Kamera ausgegangen. Ich weiß nicht, ob ich es reinschneiden werde. Ich laber aus. So ist es halt. So, ich habe jetzt hier Snoopy fertig gemacht, ne? Hier Abfahrtskontrolle. Das juckt mir schon wieder. Ey, das ist auch immer schrecklich. Aber der Truck hat sich hier extra hingestellt, um mir eine Möglichkeit zu geben, um diesen Kaffee hier hinzustellen. So, jetzt kann ich mich kratzen und jetzt geht's weiter. Warum juckt es mir denn immer? Ich habe doch gerade gestern geduscht. So, wie gesagt, ich habe jetzt auch 432 Kilometer. Habe ich eben schon gesagt. Oder war die Kamera schon aus? Egal. Ich habe jetzt das Pferd fertig gemacht. Hör schon lange nicht mehr gesagt. Jetzt geht's weiter. Ich werde euch gleich die Geschichte von mir und meinen Katzen erzählen. Ich weiß gar nicht, wie lang das Video diesmal wird. Ich habe keine Ahnung. Ich habe ganz vergessen, was ich schon gefilmt habe. Und ich habe es noch nicht geschnitten, weil ich es noch nicht geschafft habe. Warum habe ich es nicht geschafft? Weil ich es nicht geschafft habe. Ich habe keine Zeit. Ne? So. Und weißt du, ich freue mich so dermaßen. Ich habe gleich 4 Tage frei, wenn ich nach Hause komme. 4 Tage. Was soll ich denn machen? Ich werde irgendwo in ein Hotel fahren und werde es mir gut gehen lassen und werde eine sehr schöne Zeit erleben und verleben und dementsprechend freue ich mich darauf. Ich brauche das manchmal. Wer hart arbeitet, ne, kann sich auch mal was gönnen. So, ganz einfach. So, ich habe jetzt gerade ein Problem. Ich habe zu wenig Hände. Ich würde sagen, bis gleich. So, ich bin jetzt kurz vor der Brücke. Ich habe mich jetzt hier gerade auf den Platz gestellt. Das ist so ein Parkplatz. Hier muss man sich hinstellen, wenn die Brücke gesperrt ist. Habe ich, glaube ich, schon mal gezeigt.
Und ich wollte euch zeigen, es hatten viele gefragt wegen dem Sicherheitsgurt, ob der keinen Gurtstraffer hat. Und zwar, mein Sicherheitsgurt ist sehr einfach, wäre in Deutschland nie erlaubt. Also, wenn man ihn zieht, geht er auch wieder zurück. Wenn man angeschnallt ist und man sichert ihn nicht und er geht zurück, dann wirkt man erwürgt. Dementsprechend zieht man den. Jetzt brauche ich eine dritte Hand. Macht den hier fest und dann bleibt er fest. Nicht ganz europäischen Standard, aber ich habe bis jetzt auch keine anderen Gurte gesehen hier. Und deswegen schlappert der so rum. Ob das jetzt sicher ist oder nicht, da möchte ich mich nicht drüber auslassen. Fakt ist nur, dass das so funktioniert, ja. So, und es ist ja auch mit der Ladungssicherung so, mit den Klemmstangen, ne? Das ist auch so nicht so viel, ne? Mit Ladungssicherung. Ich sichere meine Ladung mit Spanngurten, weil ich da ein besseres Gefühl habe. Und ich werde, glaube ich, irgendwann mal werde ich auch in meiner Firma erzählen, dass Spanngurte ein bisschen besser sind als Klemmstangen oder Loadbars. Okay, ich werde jetzt bis zur Insel fahren und nach der Insel werde ich euch die Geschichte erzählen, wie ich mit meinen Katzen ausgewandert bin. Und wie ich zu meinen Katzen gekommen bin überhaupt. Das ist ja auch mal ganz interessant. So, ich würde sagen, bis gleich. So, ich bin jetzt fast auf der Insel. Ich versuche jetzt mal wieder seit langem mal wieder Bild in Bild. Mal gucken, wie das funktioniert. So, ich hatte ja gesagt, dass ich euch erkläre, wie ich mit meinen Katzen nach Kanada gekommen bin. Oder wie das funktioniert hat. Es hat ein bisschen anders funktioniert als der normale Weg. Aber das ist ja bei mir irgendwie normal. Zuerst mal möchte ich gerne erklären, warum ich meine Katzen mitgenommen habe. Also wie wichtig meine Katzen sind. Und zwar, meine Katzen sind jetzt 12 oder 13 Jahre alt. Und ich habe sie bekommen, da waren sie 3 Monate alt. So. Ich hatte mal als kleiner Junge mit 8 Jahren, glaube ich, 8 Jahre, 6 Jahre. Ich habe auf jeden Fall als kleiner Junge eine Katze gehabt. Das war ein Kater, der hieß Max. Der war schwarz, sah aus wie Maxi, nur doppelt so groß. Und den hatte ich 4 Jahre gehabt und dann wurde der leider überfahren. Und Max war halt ein Kater, das war halt ein Typ, ne? Das war halt ein Riesen, ne? Eine Riesenkatze. Und er ist übergefahren worden und nachdem er übergefahren worden ist, hatte ich eigentlich das Interesse an Haustieren verloren. Oder das war weg, ne? Also ja, verloren. Ne? So. Und ich hatte nie Interesse an einem Haustier danach. Also ich habe auch ziemlich lange getrauert. Und dann war das halt so, dass wir in der Familie wir kriegten einen Hund, der hieß Whisky. Es war so ein Mischling, der sah aus wie ein kleiner Bobtail. Ich mag Hunde, aber ich bin mehr so ein Katzenmensch, weil ich mag es gerne, wenn Menschen oder Tiere einen eigenen Kopf haben. Hunde sind bestechlich. Und eine Katze, wenn die dich nicht mag, dann zeigt die dir den Mittelfinger. Ne? Und das finde ich halt gut. Ich bin auch so, ich bin ziemlich ehrlich und bin mir selber sehr, sehr treu. Es war auch ein langer Weg bis dahin, dass ich so nah bei mir bin und dass ich, ja, wie soll ich das erklären? Ich habe meine Meinung und mir ist es nicht wichtig, ob andere meine Meinung akzeptieren. Ja, genauso gut ist das bei mir mit anderen. Wenn andere eine andere Meinung haben, dann akzeptiere ich das. Dann sage ich da vielleicht meine Meinung zu, dass ich das nicht gut finde, aber am Ende akzeptiere ich es. Viele Menschen heutzutage, jetzt komme ich auch vom Thema ab, viele Menschen heutzutage meinen ja, wenn du nicht meiner Meinung bist, dann bist du nicht mehr mein Freund. Also so Menschen, ja,
Ich will es jetzt nicht weiter ausschmücken, aber es ist halt so, dass viele Menschen einfach nur eine Meinung akzeptieren und das ist deren Meinung und keine andere Meinung ist wichtig. Und das finde ich nicht gut und ich sage immer, oder es gibt ja den Spruch, den man sagt, ein Mensch mit einer anderen Meinung ist nur ein Mensch mit einer anderen Meinung, kein Feind. Und so lebe ich zum Beispiel. Aber gut, kommen wir zu den Katzen. Ich hatte, wie gesagt, das Interesse an Haustieren verloren und vor 12, 13 Jahren kam meine damalige Angestellte zu mir an und sagte, du Philipp, du bist ja gerade Single, also ich war gerade wieder Single. Ich kam aus meiner längsten Beziehung, 8 Jahre, mit meiner großen Liebe Eva und war eine schöne Zeit. Und ich habe halt in einem Haus gewohnt, ganz alleine und sie sagte dann, du, meine Bekannte, die hat eine Katze abzugeben, die Katze ist 3 Monate alt, also eine Babykatze und für dich wäre das doch mal ganz nett, wenn du jetzt ganz alleine bist, eine Katze hast. Und ich war ja ihr Chef und gucke sie an und denke so, nee, ich arbeite viel, ich habe gar keine Zeit für eine Katze und ich habe kein Interesse. Und dann sagte sie, ja, aber das ist ganz gut. Und dann ließ sie halt nicht locker und dann hat es irgendwann mal bei mir im Kopf, habe ich mir Gedanken gemacht und dann habe ich mir gedacht, eine Katze wäre ja schön, aber ich arbeite viel, ich habe meinen eigenen Laden, mein eigenes Business und ich möchte der Katze gerecht werden. Ja, also ich möchte nicht, dass die da so ist, so lebt und ich komme dann nach Hause, gebe ihr was zu fressen und gehe dann schlafen. Gut. Dann habe ich gesagt, ich nehme eine Katze, habe ich zu ihr gesagt, aber haben die noch eine zweite? Ja, die haben noch eine schwarze. Maxi. Also die erste Katze war für mich reserviert, das war Ernie. Und die zweite Katze wollten sie eigentlich für sich behalten, das ist Maxi. Und dann habe ich gesagt, ich nehme die Katze, aber nur unter einer Bedingung, dass die halt einen Kumpel hat. Also eine zweite Katze. Ja, dann muss ich mal mit denen sprechen. Ja gut. Dann hat sie mit denen gesprochen und dann kam raus, dass sie die Katzen eigentlich für sich behalten wollten. Also Maxi wollten sie eigentlich behalten. Aber da sie meine Meinung so gut finden, dass ich halt sage, ich möchte gerne, dass sie ein gutes Leben haben und ich möchte denen gerne gerecht werden, möchte ich gerne, nennen mich 2 Katzen. Ja gut, alles klar. Gesagt, getan. Ich habe sie dann abgeholt und seitdem leben Ernie und Maxi und Philipp halt so das Leben. So. Und ich habe die Meinung, und das erzähle ich jetzt, damit euch klar wird, warum ich die überhaupt mitgenommen habe. Ich habe die Meinung, wenn man ein Tier sich anschafft, dann heißt es nicht bis zum nächsten Urlaub, das heißt dann bis zum letzten Atemzug. Und da bin ich sehr, sehr konsequent. Das hat mit Tieren, das ist mit Menschen so und mit Tieren so. Wenn man eine Beziehung anfängt mit einem Menschen, dann möchte man für immer zusammen sein. Das ist mein Ziel, wenn ich eine Beziehung führe. Wenn ich Freunde habe oder ich lasse Leute in mein Leben und da entsteht eine Freundschaft raus, dann ist für mich klar, diese Freundschaft ist für immer. Und genauso gut ist es auch mit Katzen oder mit Tieren im Allgemeinen. So. Ich hatte zu der Zeit in England gearbeitet und wollte halt auswandern nach Kanada. Ich habe den Flug 2 Monate bevor ich fliegen wollte, habe ich 2 Monate vor den Flug gebucht. Und für mich war das alles klar. Ich kriegte eine Bestätigungs-E-Mail, alles gut, super. Fliegst du von London nach Halifax. Fliegst du von London nach Halifax. So. Und wenn man so auswandert, hat man so in den letzten Wochen vor dem Auswandern, hat man sehr viel zu tun. Man muss sich überall abmelden, Auto verkaufen, Möbel in den Müll schmeißen, andere Sachen in den Müll schmeißen, alles irgendwie verschenken. Man muss ja sein Leben quasi auflösen. So. Und 2 Wochen bevor ich fliegen wollte, bekam ich eine E-Mail, dass der Flug
gecancelt worden ist. Aufgrund eines Gesetzes. Und zwar das Gesetz ist, man darf keine Tiere von London in ein anderes Land ausführen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Das war jetzt das, was ich noch so als letztes brauchte. Weil man ist ja aufgeregt, wenn man auswandert. Ne? Es ist so ein Mix aus, man hat Angst, man ist aufgeregt, man weiß nicht, was einem erwartet. Ne? Und ich habe dann ja auch noch Sorge für meine Katzen gehabt, weil eine durfte in eine Kabine und eine musste halt in den Gepäckraum. Ich hatte Stress. Also ich war total... Aber egal. So. Dann habe ich halt 2 Nächte gesucht, einen anderen Flug gesucht, damit ich die Katzen mitnehmen kann. Ja. Und nach 2 Nächten und $2000 Mehrkosten habe ich halt einen Flug gefunden gehabt. Und die Lösung war, also sie mussten geimpft sein gegen Tollwut und mussten dann Tierausweis haben. Das müssen sie haben. Was andere Viecher, Tiere haben müssen, weiß ich nicht. Ist doch egal. Ja, dann hatte ich den Flug gebucht, den 9. Und ich war in Südengland. Das heißt, die Route war nicht mehr von London direkt nach Halifax, sondern ich habe mir einen Mietwagen geholt, bin von Südengland nach Nordengland gefahren, nach Manchester. Bin dann mit dem Flugzeug von Manchester nach Paris, Frankreich geflogen. Da hatte ich dann 2 Tage Aufenthalt gehabt, habe mich ins Hotel einquartiert, habe dann Paris ein bisschen unsicher gemacht. Die Katzen waren nach den Flügen immer total müde, weil die waren fertig. Ne? So. Also man kann ja jetzt nicht zur Katze sagen, du, wir fliegen jetzt nach Kanada, wir machen aber noch einen Zwischenstopp in Paris und es wird alles gut. Das versteht die Katze ja nicht. So, die Katze weiß also gar nicht, was gerade passiert. So, nach 2 Tagen Paris habe ich mich in den Flieger gesetzt und bin nach New York City geflogen. 7,5 Stunden und ich habe den Flug überhaupt nicht genossen. Erstmal hatte ich Angst gehabt vor dem neuen Leben. Also Angst. Ja, Angst. Muffe. Ich hatte so ein bisschen Muffe. Angst, so ein Mix aus aufgeregt sein und wirklich nicht wissen, was passiert. So. Und ich hatte Angst um meine Katzen. Also Maxi war bei mir in der Kabine unter meinem Sitz und Ernie war im Gepäckraum, hinten im Flugzeug. Und jedes Mal, wenn man am Flughafen ankam, in Paris oder New York City, ist man rausgesprungen. Mein Gepäck war erstmal egal. Ne? Das war egal. Wo ist die Katze? Ne? Und in Paris habe ich sie relativ fix gefunden, weil der Flughafen war zwar groß, aber jetzt nicht zu groß. Aber der in New York City, der war riesengroß. So. Ich bin überall rumgerannt. Ich habe keine Katze gefunden. Und man gibt ja seine Katze am Schalter ab und muss Leuten vertrauen, die man nicht kennt. Ne? Die man nicht kennt. Und das ist schwer. Und wer weiß, vielleicht bin ich in New York City angekommen und die Katze ist irgendwo in Japan angekommen. Ne? Das weiß man ja nicht. So. Ich da durch New York City, durch den Flughafen gerannt in New York City. Und dann komme ich um eine Ecke. Nach einer halben Stunde komme ich so um so eine Ecke gelaufen. Eine riesengroße Halle mit mehreren tausend, 4.000, 5.000 Leuten. Und in der Mitte stand eine Katzenbox. Und ich denke so, das ist meine Katzenbox. Und dann habe ich so vom Weiten schon gesehen, dass Ernie da rumlief und die war fertig, war die mit der Welt. Ne? Die war fertig mit der Welt. Und dann habe ich mir die geschnappt und dann musste ich einen Zug mit dem Zug zum Mietwagen fahren. Und dann durfte man keinen Trolley mitnehmen, also kein Gepäckwagen heißt es ja. Ich hatte 2 Koffer unterm Arm, also am rechten Arm und der linken Arm und 2 Katzenboxen hatte ich in der rechten und der linken Hand. Und so bin ich dann in den Zug rein. Dann bin ich ins Auto, in den Mietwagen. Dann bin ich durch New York dann nachts um 1 Uhr oder 2 Uhr gefahren zum Hotel. Hab da angehalten, die Katzen ins Hotelzimmer. Und dann hatten die ja auch jetzt 9 Stunden oder so hatten die nichts getrunken.
Und da musste ich dann erstmal denen was zu trinken geben. Und danach waren die erstmal 2 Tage nur am Pennen. Die waren so müde. Und ja, dann habe ich mir von New York City, mit dem Mietwagen bin ich dann von New York City an die Grenze von Kanada gefahren, weil ich den Mietwagen nicht mit nach Kanada nehmen durfte. Und ein damaliger Bekannter, was ist denn hier los? Ein damaliger Bekannter hat mich dann da abgeholt und hat mich dann nach Halifax gebracht. So sind meine Katzen und ich nach Kanada ausgewandert. Es war stressig und ich möchte das auch nicht nochmal machen. Ich möchte es erstmal meinen Katzen nicht zumuten. Eine gute Party. Und ich lebe so und ich möchte gern, dass meine Katzen auch so leben. Das ist mir ganz, ganz wichtig. So. Warte mal. Da kann man reinfahren? Okay. So, ich würde sagen, ich werde jetzt das Video beenden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ach ja, ich habe jetzt 4 Tage frei. Das heißt kein Donnerstagsvideo. Habe ich eben schon gesagt. Ich habe 4 Tage frei. Ich bringe kein Donnerstagsvideo diese Woche. Vielleicht ein Short für die, die es nicht gesehen haben oder diesen Teil des Videos nicht gesehen haben. Werde ich nochmal ein Short machen. Ich möchte das Video beenden. Talk, teilen, abonnieren, liken, kommentieren. Facebook, Kanada Trucker Philipp. Und ich würde sagen, bis nächste Woche Sonntag. Ne? Tschüss.